Persona ist ein latinisches Wort, das Maske bedeutet. Per heisst durch und Sona heisst Klinge. Persona ist die Maske, wo die Stimme vom Schauspieler durchklingt. Dadurch. Das ist Person, Persönlichkeit, Persona. Und ich finde, das Bild sagt uns sehr viel darüber, was Personalität bedeutet. Und ich setze Personalität grob gesehen ziemlich gleich mit Ego oder mit Verstand. Also Personalität ist eine Verstandesstruktur. Und Ego ist etwas entsprechend sehr Ähnliches. Und das Bild von der Maske, also ich muss vielleicht noch ein bisschen beschreiben, im alten Rom und also vor allem im alten Griechenland haben die Schauspieler eine Maske vor das Gesicht gehabt und damit sind die Rollen geworden, die sie im Schauspiel gespielt haben. Und es hat durchaus können sein, dass ein Schauspieler mehrere Personen angenommen hat, sprich verschiedene Masken vor das Gesicht gehabt hat und dann die verschiedenen Rollen gespielt hat. Und das ist Persona. Und das ist also Person ist eine Rolle, die man spielt in einem Schauspiel. Und wenn wir das ein bisschen genauer anschauen, können wir sehr viel Erkenntnis gewinnen über was Personalität ist. Personalität ist eine Rolle, die man übernimmt in einem Schauspiel. Also nehmen wir an den Heiri Müller aus Schlieren spielt der Julius Caesar, indem er die Maske Julius Caesar vor sein Gesicht hebt. Das zeigt uns schon sehr viel über die Tätigkeit vom Verstand. Der Verstand verdeckt Wirklichkeit. Die Maske verdeckt das Gesicht vom Schauspieler. Und der Verstand verdeckt nicht nur die Wirklichkeit, sondern er ersetzt die Wirklichkeit. Er behauptet, ich bin das, was wirklich ist. Das ist eine zweifache Verweigerung gegenüber der Wirklichkeit vom Verstand. Der Verstand verdeckt die Wirklichkeit und dann behauptet er noch, er sagt das, was wirklich ist. Also wenn man ein Schauspiel beiwohnt und ständig den Heiri Müller sieht mit der Julius Caesar Maske, dann ist man nicht wirklich mit dabei. Dann die Idee von einer Persona, von einer Maske ist, die Wirklichkeit zu verdecken und die Wirklichkeit zudem noch zu ersetzen. Und das ist das, was der Verstand macht. Es ist ein Rückzug von der Wirklichkeit und es ist dann zudem noch Behauptung, das, was der Verstand behauptet, sei die Wirklichkeit. Und das ist die klassische Definition in den indischen Schriften bezüglich Verblendung. Verblendung ist zu meinen, das, was ist, sage ich nicht, und das, was nicht ist, sage ich. Verblendung ist zu meinen, Julius Caesar sage ich und Heiri Müller sage ich nicht. Das ist die Definition von Verblendung aus den alten indischen Schriften. Und das passt sehr gut auf Persona. Persona behauptet, sie sei das Eigentliche und macht das, indem sie es überdeckt und ersetzt. Und wenn wir weiter schauen, in dem Maskenbild, mit der Maske ist eine ganze Welt gegeben. Mit der Maske von Julius Caesar ist die Welt von Julius Caesar gegeben. Übertragen auf Persona oder Personalität heisst das, dass Personalität hat ihre entsprechende Welt. Personalität ist etwas, was im Verstand stattfindet und die Welt der Personalität ist die Welt vom Verstand und nicht die Wirklichkeit.
Das ist ganz ein wichtiger Punkt, der häufig durcheinandergebracht oder übersehen wird. Das ist das Gleiche, wenn die alten Schriften, jetzt vor allem in Indien, sagen, Ego und Welt entstehen gleichzeitig und vergehen auch gleichzeitig. Sobald Julius Caesar da ist die Welt von Julius Caesar da und die Welt von Julius Caesar. In der Welt von Julius Caesar kommt der Julius Caesar vor. Das kommt nur miteinander vor, entsteht miteinander und vergeht miteinander. Der nächste Punkt, der ganz wichtig ist und durch das Bild schön gezeigt wird, ist das Verhältnis zwischen Person und Wirklichkeit. Oder im Bild zwischen Maske und Schauspieler. Wenn man das Bild so anwendet, dass man sagt, der Schauspieler ist die Wirklichkeit, die Persona, die Maske ist die Person, dann stellt sich die Frage, in welchem Zusammenhang stehen die? Und ein extrem wichtiger Punkt diesbezüglich ist, dass der Julius Caesar sich noch so anstrengen und sich vervollkommnen und spirituelle Kurse besuchen. Er wird nie der Heiri Müller. Und das bedeutet, übertragen auf den spirituellen Prozess, es gibt an der Person nichts zu tun. Und die Person kann nicht in die Wirklichkeit kommen. Die Person ist eine Struktur im Verstand und kommt außerhalb vom Verstand nicht vor. Und außerhalb der Welt vom Verstand. Und die Person kann sich nicht spirituell so weiterbilden, dass sie irgendwann in die Wirklichkeit kommt. Anders gesagt, es gibt keine erleuchtete Person. Erleuchtung ist das Ende vom Personsein. Das klingt jetzt ein bisschen fatal, aber der positive Gehalt von dieser Erkenntnis ist, der spirituelle Weg ist nicht eine Selbstverbesserung. Es geht nicht darum, dass die Person sich immer mehr verbessert, bis sie irgendwann so vollkommen ist, dass sie dann erleuchtet. Das ist nicht der spirituelle Weg. Radikal gesagt bedeutet das, an der Person zu arbeiten, ist keine spirituelle Praxis. Und Personenverbesserung ist nicht nötig für Erleuchtung. Und das ist eine riesige Befreiung, das zu wissen und auch zu beachten. Man muss sich nicht vervollkommnen, damit Erleuchtung stattfindet. Das hat nichts miteinander zu tun. Umgekehrt sind Erleuchtete ja keine vollkommenen Personen. Auch das ist ein Missverständnis, das viele Probleme mit sich führen kann. Wenn irgendwelche Vorstellungen sind von Erleuchteten sind die perfekten Personen. Das ist nicht der Fall. Es hat nichts miteinander zu tun. Und eben, weder wird der Heiri Müller der Julius Caesar, noch kann der Julius Caesar durch irgendwelche Anstrengungen der Heiri Müller werden. Das ist nicht das Verhältnis von sogenanntem unerleuchteten Zustand und sogenanntem erleuchteten Zustand. Es gibt nichts zu tun in der Personalität. Das heisst nicht, dass es nicht fruchtbar sein kann, im personalen Bereich zu arbeiten für spirituelle Prozesse. Es kann sein, dass es hilfreich ist, im Personalen zu arbeiten, kann man so sagen, Konstellationen erreichen, die förderlich sind, am eigentlichen Ziel in die Wirklichkeit kommen. Erleuchtung ist das Einlassen vom Sein, von der Wirklichkeit. Und das soll die Ausrichtung und auch der Fokus und der Stand sein, wo man im spirituellen Weg einnimmt. Und aus dem Stand heraus und aus dem Blickwinkel heraus kann es förderlich sein, im Personalen zu arbeiten. Aber es führt nicht aus dem Personalen raus, wenn man im Personalen rein mit dem Personalen schafft. Das stärkt das Personalen, statt dass das Personalen so gelockert wird, dass das Licht von der Wirklichkeit hineinscheinen. Der Julius Caesar kann sich noch so anstrengen, er wird nie der Heiri Müller. Und das ist nicht der Weg, der gemeint ist. Damit der Heiri Müller sein kann, muss er die Masken abnehmen und nicht
als Julius Caesar versuchen, zum Henry Müller zu gelangen. Es ist ein absolutes Missverständnis, wo die Verblendung stärkt. Wenn der Henry Müller meint, er müsse als Julius Caesar etwas unternehmen, zum Henry Müller werden, dann hat er den Zusammenhang nicht begriffen. Dann ist er gefangen im Julius Caesar sein. Also als Person kommt man nicht über Person raus. Man kann aber aus der Wirklichkeit fruchtbar mit personalen Strukturen arbeiten. Aber das ist nur dann fruchtbar, wenn man den Stand außerhalb vom Personalen nimmt und bewusst von dem Stand her mit dem Personalen schafft. Das ist fruchtbare Arbeit mit Personalem. Aber es geht in keiner Weise im spirituellen Weg um Verbesserung von Person. Das ist eine Stärkung von der Person, die den Durchbruch verhindert.